ESO wird in nächster Zeit beziehungsweise generell keine großen Kapitelerweiterungen mehr bekommen. Das ist nichts Neues, das wissen wir jetzt schon länger, doch wie geht es mit diesem saisonalen, mysteriösen Modell weiter, was vor einiger Zeit angekündigt wurde? Und vor allem, was sind die Pläne der Entwickler? Welches Spielerfeedback soll in Zukunft umgesetzt werden und tatsächlich im Spiel selbst realisiert werden? Darum geht es ja heute in den ESO-News. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Alexis vom offiziellen ESO-Stream-Team. Und wir gucken uns heute natürlich wieder einige spannende Beiträge an. So zum Beispiel die Info, dass am 10. April eine ESO Direct laufen wird. Na, also keine Xbox Developer Direct. Vielleicht hat man sich den Namen da ein bisschen abgeschaut. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall wird auf dem englischsprachigen Bethesda-Kanal eine große Ankündigung stattfinden. Die genaue Uhrzeit wissen wir aktuell noch nicht, aber es wird auf jeden Fall der 10. April sein. Ebenfalls der Tag, an dem Update 45 für The Elder Scrolls Online auf den Live-Servern erscheint. Ich glaube dann ja erst am 26. oder 23. Ich weiß gerade gar nicht genau, für die Konsolen. Dementsprechend, ja, alle PC-Spieler können sich da schon mal ein Kreuzchen im Kalender setzen, Never Play on Patch Day, und können dann die Tatsache, dass sie vielleicht Never Play on Patch Day machen, aber ausgleichen mit vielleicht einem entspannten und interessanten Livestream am selbigen Abend. Davon ist zumindest auszugehen. Darüber hinaus ist wieder eine Zusammenfassung über die Events und Sachen, die wir bekommen werden, im März veröffentlicht worden. Ihr habt vielleicht jetzt schon mitbekommen, es läuft aktuell das Mitjahrsgemetzel bzw. Weißplankengemetzel, wie auch immer man das nennen möchte, das PvP-Event. Und ihr wisst auch, dass Fallen Banners dann bald kommt. Die beiden Release-Termine stehen jetzt hier bei uns nochmal. Es war der 26. März für Konsolen. War ich ja fast richtig an dieser Stelle hier. Darüber hinaus läuft ein Battleground-Bonus-Allianzpunkten-Wochenende. Und zwar ist das jetzt das kommende Wochenende, wenn dieses Video erscheint, vom 6. bis zum 11. März. Dann findet ein besonderer Fokus auf Spielergilden statt. Und zwar wird es ein paar Livestreams geben und einen öffentlichen Webseitenbeitrag, wo einige Spielergilden vorgestellt werden, die sich in der Vergangenheit bewerben konnten, um vorgestellt zu werden. Das ist schon eine Weile vorbei, deswegen da kommt also was, falls ihr noch nicht in einer Gilde drin seid, dann könnte das für euch interessant werden. Und darüber hinaus geht es dann noch weiter mit der Spezialkampagne Cerodiils Eroberung. Cerodiils Eroberung wird die Testkampagne sein, für die wir jetzt einen ganz genauen Zeitraum haben. Ich habe es ja schon ungefähr gesagt, von Montag bis Montag. Ich lag ganz genau richtig mit meiner Prediction, und zwar 24. bis 31. März war auch genau der Montag bis Montag, den ich getippt habe, beziehungsweise der sich schon davor so ein bisschen herauskristallisiert hatte. Es wurde gesagt, hey, letzte Märzwoche und es werden 8 Tage sein. Dementsprechend, nun hat sich das Ganze also hier nochmal bewahrheitet. Da wird also die spezielle Cerodiil-Kampagne angeschaltet, auf der einige Performance-Tests durchgeführt werden. Ich hatte eigentlich verstanden, und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so verstanden hattet, dass diese Kampagne, diese Testkampagne von Cerodiil für alle Plattformen laufen wird. Das heißt also PlayStation, Xbox und PC. Es wurde jetzt aber im englischsprachigen Forum bestätigt, hey, das Ganze läuft übrigens nur auf dem PC. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil vor allem ja auch auf den Konsolen, mit den Old-Gen vor allem, die Performance wieder ganz anders aussieht. Ja, also selbst ein mittelguter PC, der jetzt 4, 5 Jahre alt ist, schafft ESO ja mit relativ hohen Einstellungen ruckelfrei. Und die Old-Gen hat da vielleicht noch mehr Probleme, bei denen man vielleicht noch besser sehen könnte, wo die eigentlichen Baustellen sind. Wobei es ja bei dem Cerodiil-Test nicht um die FPS geben wird von dem Client, der auf euren Endgerät läuft, sondern um die Server-FPS. Da gibt es tatsächlich auch sowas Ähnliches, auch wenn es sich dabei nicht wirklich um Bilder pro Sekunde handelt. Wird auf jeden Fall spannend. Also, der Test wird nur auf dem PC stattfinden. Schaltet also rein, wenn ihr auf der Konsole unterwegs seid, in die Livestreams, um euch da ein Bild von zu machen und dann vielleicht auch zum Feedback ein bisschen was beizusteuern, euren Senf mit dazu zu geben. Ja, ansonsten Ende März, 27. März bis 3. April, läuft dann das Narrenfest auch wieder mit 100% zusätzlicher Erfahrung. Die werdet ihr dann auch wieder nicht aktivieren müssen. Die wird während des Events die ganze Zeit passiv aktiv sein und ihr müsst auch kein Item mehr dafür aktivieren. Ja, darüber hinaus wurde im englischsprachigen Forum, einem riesigen Thread, gefragt, was sind die schwerwiegendsten Probleme und Wünsche der Community? Also, was ist aktuell das Präsenteste,
was wir uns wünschen, was ZeniMax priorisieren soll und angehen soll. Und da wurde jetzt ein Post als Abschluss veröffentlicht, auf was ich jetzt gegen Ende von Update 45, aber wahrscheinlich eher mit Update 46 dann, auf was sich da konzentriert werden soll. Und zwar hat man sich darauf, möchte man sich jetzt die nächsten paar Monate Entwicklung darauf konzentrieren, den im Kampf Feststecken-Bug zu fixen. Das heißt also, wenn man in Vierer-Dungeons unterwegs ist oder in Cerodiil, dass man immer noch im Kampf ist, obwohl kein sichtbarer Gegner mehr in der Nähe ist, der einen angreifen könnte. Da gab es wohl anscheinend Fortschritte. Ich weiß nicht, ob es da Fortschritte gab. Ich habe sie jetzt in Cerodiil nicht so wirklich gespürt, aber wenn ihr dann einen Fortschritt gespürt habt, dann schreibt es mir auch das gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt keinen Unterschied die letzten 3 Monate gemerkt, muss ich ehrlich zugestehen. Da sollen aber anscheinend noch aktuell umfangreiche Änderungen im Hintergrund getestet werden. Des Weiteren geht es um das Kampfgefühl, um die Optik. Es gibt derzeit ein dediziertes Team, was zusammengestellt wurde. Oder es gab schon immer ein dediziertes Team, was an Animationen, Visual Effects und den Sounddesign gearbeitet hat. Und das arbeitet jetzt gerade nicht nur an neuen Inhalten, sondern auch an der Überarbeitung von Fertigkeiten und des alten Kampfsystems. Macht euch da jetzt erstmal keine Gedanken. Da werden jetzt nicht eure Fertigkeiten grundlegend von A auf B umgekrempelt und dann werden die sich komplett anders spielen, sondern das sind so Reworks, ja. Also zum Beispiel der Templar, der hat eine neue Grafik für seine Speere bekommen. Solche Sachen, ne? In diese Richtung wird es gehen. Wobei zum Beispiel der Einhandwaffen-Skill Unruhe auch eine optische Überarbeitung bekommen hat, die ich eher als Downgrade empfunden habe. Aber da geht es drum, ja. Also um Sounds und Animationen und weniger darum, was die Fertigkeiten machen. Das wird relativ ähnlich bleiben. Und jetzt kommt der eigentliche interessante Part, wie ich finde. Und zwar ist eins unserer großen Painpoints, und das ist ja auch so, da die Inventarbelastung bzw. das Inventarmanagement dem Team. Und da gibt es jetzt quasi so ein paar Hinweise. Sie können nichts Konkretes sagen, aber die Hinweise sind schon sehr konkret. Und zwar schreiben sie: Ja, uns ist bewusst, dass es viel zu viele Einrichtungsgegenstände gibt, Schatzkarten, Meisterschriebe und Gutachten, die nicht, oder Gutachten stacken ja, aber Schatzkarten und Meisterschriebe stacken zum Beispiel nicht. Dessen sind wir uns bewusst und vermutlich läuft es darauf hinaus, dass wir dann mit Update 46 eventuell Verbesserungen erleben werden, die jetzt aktuell geplant und konzipiert werden. Genaueres ist da aktuell noch nicht bekannt gegeben worden. Ne? Aber trotzdem, ich finde gut, dass hier betont wird, dass es um Housing-Items geht, weil das ist auch mein persönlicher Painpoint. Obwohl ich gar nicht so viel Housing mache, habe ich viel zu viele davon irgendwo rumliegen. Ja, und Schatzkarten und Meisterschriebe wird natürlich auch viele Leute freuen. Das ist mit das, was am meisten Platz in der Bank wegnimmt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Dann ging es gleich weiter mit einem sehr ähnlichen FAQ im eigentlichen Sinne, wenn man so möchte. Und zwar ging es da um den Painpoint beziehungsweise um den Punkt bezüglich der Schlachtfelder. Wir haben bemängelt, dass das Schlachtfeld-Update zwar nicht schlecht war, aber doch vieles sich relativ schlecht durchdacht angefühlt hat und nicht gut umgesetzt wurde. Und da wurde jetzt relativ viel drauf eingegangen, und zwar in einem sehr, sehr umfangreichen Post. Den werde ich euch jetzt hier einmal kurz und knapp zusammenfassen, für alle, die das interessiert, und für alle, die es nicht interessiert. So lange dauert der Part nicht. Hört es euch gerne mal an. Vielleicht ist ja trotzdem mal ein Grund für euch mit dabei, in die Schlachtfelder reinzuschauen. Und zwar geht es einmal um den Punkt Wiederbelebung. Es wird darüber debattiert, ob eine Wiederbelebungsimmunität eine mögliche Sache wäre. Das heißt also, dass es so ist, dass man quasi direkt nach der Wiederbelebung erstmal in einen speziellen Zustand versetzt wird, wo, ja, wie kann man das am besten beschreiben, wo weder Verbesserungseffekte wie Buffs auf einen wirken können, aber man kann auch eben nicht sofort wieder angegriffen werden. Man hat also die Möglichkeit, auch erstmal herauszukommen aus der ganzen Geschichte, herauszukommen auf den Spawn, denn das ist der eigentlich relevante Punkt. Und zwar wird aktuell sehr viel Spawn-Camping betrieben und da wird jetzt aktuell eine mögliche Lösung geprüft. Ich bin gespannt. Ich persönlich habe ja in meinem Feedback-Video meine Kritik an ESO geäußert oder auch schon öfters im Livestream, dass ich es einfach gut finden würde, wenn man
um den Spawn drumherum so eine Art riesige AOE-Fläche macht, die ganz klein bisschen Schaden macht und dann wie beim Chaosball immer mehr Schaden über mehr Zeit. So würde ich mir das wünschen. Ob es dann letzten Endes so umgesetzt wird, ist auch wieder die andere Frage. Aber das wäre eine Idee, wie man das machen könnte. Ich bin gespannt, was da gerade intern getestet wird. Dann wurde eine Sache gefragt, die ich eigentlich relativ klar empfinde, beziehungsweise wo ich die Frage ehrlich gesagt nicht ganz so verstehen kann. Und zwar, warum gibt es eine Wiederbelebungsdauer von 1 bis 20 Sekunden? Das fühlt sich so lang an. Ich finde das aber eigentlich, muss ich ehrlich zugeben, sinnvoll, glaube ich sogar, weil dann, wenn zum Beispiel gekämpft wird, irgendwie, also ich finde das eigentlich ganz gut, dass man in Wellen quasi immer so wiederkommt und man weiß, okay, der Gegner ist jetzt erstmal, den habe ich jetzt erstmal besiegt, der kommt jetzt nicht innerhalb von 2 Sekunden wieder sozusagen, ja. Deswegen, ich finde das eigentlich ganz gut und deswegen war auch die Antwort der Entwickler, es soll eine taktische Pause ermöglichen und wird voraussichtlich nicht geändert werden. Gab es ja auch schon seit der Einführung der Battlegrounds 2017. Also ich glaube, da wird wirklich nicht in nächster Zeit was dran geändert. Ansonsten geht es ums Thema Wertung und Gruppenzusammenstellung bzw. Matchmaking. Und zwar wurde bemängelt, dass es keine öffentlich sichtbare PvP-Wertung gibt, also ein Ranking, beziehungsweise ein Ranking an sich gibt es ja, aber eine eine Sichtbarmachung der Entscheidung, warum wer wie in einem Matchmaking zusammengestellt wird, also quasi ein sichtbarer Wert des eigenen Matchmakingswerts, den gibt es nicht. Es gibt zwar eine Bestenliste, aber man kann nicht genau nachvollziehen, wie man dann aktuell im Matchmaking steht. Und da wurden wohl Möglichkeiten getestet, aber es soll angeblich eine technische Herausforderung sein und dementsprechend wird wohl vorerst kein sichtbares Matchmaking eingeführt, was wir dann einsehen und verstehen könnten. Dementsprechend, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, wenn wir uns diesen Wunsch weiterhin auf die Fahne schreiben. Was beibehalten werden soll, ist das monatliche Zurücksetzen der Wertungen. Das heißt also, jeden Monat kommen quasi wieder komplett unterschiedliche Gruppen zustande, weil das Matchmaking quasi einmal zurückgesetzt wird. Das heißt also, am Anfang eines Monats hat man dann vielleicht mal ein paar bessere Spieler in den Matchmaking, beziehungsweise am Anfang des Monats sind vielleicht gute und schlechte Spieler mehr durchmischt. Das heißt, da geht die Schere vielleicht ein bisschen auseinander und gegen Ende des Monats hin ist es dann eher so, dass wenn ihr schon ein paar Battlegrounds gemacht habt, der Server weiß, wo ihr euch ungefähr hinschieben muss. Aktuell habe ich ja immer noch das Gefühl, mal gegen die gleichen Leute zu spielen. Aber das mag vielleicht daran liegen, dass nicht genügend Leute die Battlegrounds spielen. Oder die Leute, die Battlegrounds spielen, auf zu viele unterschiedliche Suchen aufgeteilt werden. Und genau darum geht es auch. Ja, die Zusammenstellung von Gruppen in Schlachtfeldern wird wohl zukünftig nochmal angefasst werden, um ausgeglichene Matches zu ermöglichen. Ich bin gespannt, was das bedeutet. Lassen wir uns überraschen. Die Arten von Schlachtfeldern. Eine Option für eigene Schlachtfeldpartien ist eine interessante Idee, aber aktuell nicht in Planung. Es wurde sich gewünscht, dass man quasi zum Beispiel so Viewer-Matches machen kann mit Streamern. Und da wurde darüber nachgedacht. Dementsprechend gucken wir mal. Die 8 gegen 8 Option als Standard wird geprüft, um Gelegenheitsspieler besser einzubinden. Da wurde kritisiert, dass 8 vs 8 nicht standardmäßig eingestellt ist, sozusagen, als Standardoption, sondern quasi, wenn man sich die Schlachtfeldseite öffnet, dann wird erstmal 4 vs 4 angezeigt, was natürlich totaler Quatsch ist, weil 4 vs 4 halt nicht Standard ist. Da wird also in Zukunft vermutlich auch nochmal was angefasst. Und die Rückkehr von 4 vs 4 vs 4 Matches wurde erfragt und wurde nochmal bejaht. Es wird spezielle Events und Wochenenden geben oder es wird in Betracht gezogen, dass es spezielle Events und Wochenenden geben wird, wo der 4 vs 4 vs 4 Modus zeitlich exklusiv zurückkehrt, aber er wird nicht permanent zurückkehren. Ja, ansonsten wird eventuell noch was gemacht an der Oberfläche der Schlachtfeld-Warteschlangen. Das heißt also, ich könnte mir vorstellen, dass damit gemeint ist, dass die Menge an Dropdown-Menü-Auswahlen reduziert wird. Das wäre auch sinnvoll, damit die Leute nicht auf so viele Suchen unterteilt werden. Soll dazu führen, dass die Matches schneller zu füllen und dass die schneller zustande kommen. Ne? Deswegen, ja. Ansonsten soll noch der 4 vs 4 Modus optimiert werden, beziehungsweise das Wertungssystem davon. Was genau das bedeutet, wurde nicht genau erklärt. Ansonsten, was sind die Zukunftspläne? Na? Und zwar wurde gewünscht von den Spielern neue PvP-Gebiete und Modi. Ein neues PvP-Gebiet oder
Unterschiedliche PvP-Kämpfe sind nicht ausgeschlossen, aber der Fokus liegt derzeit auf den bestehenden, existierenden PvP-Gebieten, sowohl im Allianzkrieg als auch in den Battlegrounds. Ein visuelles Rangensystem für PvP könnte in Zukunft kommen, ist aber aktuell keine Priorität. Es gibt ja auch ein Rangsystem an sich, ne? Also Rang 1 bis 50 mit Fellwebel und so weiter und so fort. Man kann sich das, oder man sieht das ja dann auch an den Spielern, wenn man gegen einen Spieler kämpft in PvP, beziehungsweise in Cerodiel zumindest, hat man vom Namen diese Symbole. Dementsprechend gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Ansonsten gibt es technische Probleme mit negativen Phantomeffekten. Da ist das Team wohl dran. Es gibt wohl so ganz, ganz vereinzelt Leute, die irgendwelche negativen Debuffs auf sich haben, die 49.710 Stunden lang wirken. Ganz wild, was genau das ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Falls einem das von euch passiert ist, schickt mir mal einen Screenshot davon, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, also da wäre ich wirklich mal interessant da wäre ich wirklich interessiert dran, das mal zu sehen. Und ansonsten wurde sich eine PvP-Burg als Spielerheim gewünscht. Das wird auch diskutiert. Derzeit wird aber geschaut, inwiefern das technisch umsetzbar ist. Vor allem ja auch wegen der Zerstörbarkeit, die in den Häusern ja an sich so nicht funktioniert. Aber wäre eine coole Idee. Deswegen, ja, PvP-Schnellzugriffsrad, dass man quasi sobald man ins PvP reinreist, ein separates Schnellzugriffsrad, eine separate Schnellauswahl hat, wurde sich gewünscht von den Spielern. Und da wurde gesagt, ey, das ist eine geile Idee, wir gucken mal, was wir da in der Richtung machen können. Könnte kommen, ist allerdings jetzt sofort noch nicht der Fall. Dementsprechend aber, coole Idee, finde ich persönlich auch, die da aufgenommen wurde vom Entwicklerteam. Das also auf jeden Fall die ganzen Kleinigkeiten hier. Dementsprechend schön, dass unsere Kritik und unsere Wünsche da erstmal angekommen sind. Mal gucken, was wird. Na, wenn ihr wisst, wie es weitergeht, auch das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten ist eine ganz fürchterliche Kronenshop-Vorschau rausgekommen, wie ich finde. Also wirklich ganz fürchterlich, weil, pass auf, hier erscheinen neue Artikel. Und zwar zum Beispiel die Statue Kaiserlicher Ritter erscheint oder ein bisschen weiter hier unten ein Höhenkamel erscheint. Und es gibt zu diesen neuen Artikeln, die es davor noch nie im Kronenshop gab, keine Vorschaubilder, sondern einfach nur ein Text. Das ist kein Witz, das meine ich absolut ernst. Da bin ich persönlich, verstehe, wer hat diese Entscheidung getroffen? Warum wurde das gemacht? Damit die Website performanter läuft? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall absolut bescheuerte Entscheidung. Das wurde auch im deutschsprachigen Forum, konnte man komischerweise den Beitrag nicht kommentieren. Ich weiß, ich bin aktuell nicht mehr ganz so oft im Forum, um selber zu kommentieren. Deswegen, vielleicht ist es auch standardmäßig so, dass man im deutschsprachigen Forum die offiziellen Beiträge nicht kommentieren kann. Ich habe keine Ahnung. Hier wurde auf jeden Fall im englischsprachigen Forum konnte man den Forenbeitrag zur Kronenshop-Vorschau kommentiert. Und da gab es ganz, ganz viele Leute, die geschrieben haben, ey Leute, was soll der Quatsch? Warum ist das so, wie es ist? Das ist absoluter Quatsch. Das ist ja ein Downgrade zu davor. Macht das wieder so, dass bei jedem Item die Bilder drin sind. Und Kevin hat geschrieben, hey, yo, Feedback ist angekommen bezüglich der Formatierung. Wir geben das weiter und werden das in Betracht ziehen. Na, das ist erstmal die Antwort, die wir bekommen haben. Also wie gesagt, ich verstehe überhaupt nicht. Ich finde cool, dass hier unten jetzt drin steht, welche Artikel rausgenommen werden aus dem Kronenshop. Ne? Hier gibt es jetzt eine neue Rubrik. Die ist relativ weit unten. Und hier steht dann, die nachfolgenden Artikel werden am 10. März 16 Uhr auf allen Plattformen aus dem Kronenshop entfernt. Das finde ich ganz spannend. Auch hier sieht man natürlich jetzt nicht, um welche Items es sich handelt, aber das ist ganz interessant mal zu sehen, damit man da mal eine Vorstellung von hat, wann was aus dem Kronenshop abhaut. Aber natürlich diese Vorschaubilder, die fehlen, ist natürlich absoluter Quatsch. Ja, ansonsten, wir bekommen hier ein neues Kostüm. Uhrwerkstüftler. Okay, nett. Dann finde ich hier tatsächlich ganz cool die Roxa-Waffen. Das ist wieder ein Monster-Waffenstil bzw. Monster-Set-Stil und dementsprechend, die werden vom 20. März bis zum 21. April im Shop sein und parallel zu diesen per Kronen erwerbbaren Waffen, wovon ich den Schild übrigens tatsächlich ganz cool finde, weil das ja so eine Chitin-Rüstung ist. Von diesen Waffen wird es auch ein Monster-Set-Äquivalent geben. Das gibt es ja jetzt schon. Ne? Im Spiel gibt es ja das Set Roxa.
was ich zum Beispiel auch auf meinem Marker Templar-Bild spiele für PvP. Sehr, sehr starkes Set. Und man wird sich den Stil von der Schulter und dem Kopfteil von Roxa erspielen können. Und zwar mit ein ganz klein bisschen Glück, wenn man den Dungeon Balsonar auf Veteran abschließt. Ne? Wenn man die Errungenschaft Telvanni Quäler bzw. Quälerin freigeschaltet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Stilseite droppt, auch noch erhöht. Und die Schulter kann man sich entweder ohne Glück für 50 Schlüssel bei den Unerschrockenen kaufen oder man kann sich bei Urganak, den Häuptlingsfluch, da kann man sich also bei denen kann man sich die Stilseite für 50 Schlüssel erwerben. Man kann ja aber auch diese mysteriösen Wertkassetten nehmen, wo alle Monster-Set-Items drin komplett durcheinander gewühlt sind. Die Dinger, die nur einen einzigen unerschrockenen Schlüssel kosten. Macht eigentlich nur Sinn, wenn man noch relativ wenig Monster-Sets hat, aber ne, kann man machen, wenn man mit seinen unerschrockenen Schlüsseln nichts anzufangen weiß. Und zwar, wenn man diese 50 Schlüssel nicht gezielt ausgeben möchte, kann man einen Schlüssel für die unerschrockenen Truhe ausgeben, die nur einen Schlüssel kostet, die mysteriöse Wertkassette, und da kann dann mit etwas Glück auch die Schulter drin sein. Und auch da ist es so, wenn ihr Telvanni Quäler bzw. Quälerin seid, die Errungenschaft freigeschaltet habt, dann erhöht sich die Chance, dass aus dieser Wertkassette für einen unerschrockenen Schlüssel die Stilseite droppt. Ja, ansonsten kommt eine neue Narrenspieluhr. Ich finde, diese Spieluhren sehen natürlich immer übelst geil aus. Dadurch, dass ich aber ja auch viel live bin und wenn ich in meinen Häusern bin, keine Musik anhaben möchte, weil ich ja im Stream Musik laufen habe, ja, ist das für mich immer unpraktisch. Wie gesagt, das Kamel können wir uns leider nicht anschauen, weil es dazu kein Bild gibt. Ja, zurückkehrende Artikel. Ein Paket für Piraten. Welches Paket für Piraten denn? Und Befreiungstag Krakela. Artefakt der Schriftrollen der Alten. Erstklinge. Handwerksstriele. Grimmiger Harlekin. Den kenne ich noch, da weiß ich, wie er aussieht. Ertrunkener Seesoldat. Waffen des Skelettpirats. Okay, da gibt es, glaube ich, auch kein ordentliches Vorschaubild. Hier gilt übrigens das Gleiche. Vom 17. bis 24. März sind die Waffen des Skelettpirats für kurze Zeit erspielbar. In derselbigen Zeit kann man sich die Schultern und den Kopfstil aus dem Schwarzherzunterschlupf freischalten über denselben Weg wie vorhin. Das heißt also ich glaube, hier reicht auch der normale Schwierigkeitsgrad. Nee, auch Veteran, also Schwarzherzunterschlupf in Veteran. Und wenn man sorgfältig geplündert, freigeschaltet hat, die Errungenschaft, erhöht sich die Drop-Wahrscheinlichkeit. Die Schulter dann aus der mysteriösen Wertkassette für einen unerschrockenen Schlüssel oder gezielt für 50 unerschrockenen Schlüssel. Ne? Die dann allerdings bei Glirion von Rotbart. So. Dann gibt es hier noch den Silbermorgen. Keine Ahnung, wie der aussieht, kann ich euch nicht sagen. Artefakt der Schriftrollen der Alten. Chrysamere. Wir werden das mal in Zukunft so machen. Wenn jetzt in Zukunft die Kronshop-Vorschau immer so aussehen sollte, ja, wenn das Feedback nicht umgesetzt wird, dass wir wieder alle Bildchen haben wollen, dann werde ich mir zukünftig die Arbeit machen und die Items für euch raussuchen, dass ihr dann ein Bild vor Augen habt, damit dieses Video hier auch für euch einen Mehrwert bietet. Heute mache ich das noch einmal so, weil ich es nicht vorbereitet habe, beziehungsweise erst eben gesehen habe, kurz vor der Aufnahme, dass hier, wie gesagt, nur dieser Text drin steht. Und genau, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das ein guter Kompromiss ist, ein guter Deal für euch. Dann könnt ihr, wenn es schon nicht auf der Webseite zu sehen ist, zumindest zukünftig hier auf meinem Kanal sehen, was ihr da im Kronshop erwarten könnt und was nicht. Immerhin die Bilder von Kronkisten, die haben sie immerhin in ihren Dateien finden können, um die hier in der Website einzubinden. Da bin ich ja stolz drauf. Ja, ansonsten kommt 13. bis 27. März die unerschrockenen, die Korsala Altmeerische Grotte, eins meiner Lieblingshäuser. Cool, dass das wiederkommt. Falls ihr euch das holen wollt, macht das, ist ein mega geiles Haus. Die Berggalerie des Antiquars war ja vor langer Zeit mal kostenlos, wird nicht wieder kostenlos kommen, davon ist zumindest auszugehen. Wird dafür allerdings vom 20. März bis zum 3. April kaufbar sein aus dem Kronshop. Und das ist ein Haus, das hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil es ist kein ansehnliches Haus, also es ist kein Anwesen, ne? Kein Anwesen mit 700 Item-Slots, sondern es ist lediglich ein großes Haus mit 600 beziehungsweise ohne ESO plus 300 Item-Slots und die sind
meist deutlich günstiger. Die kosten also nicht 12, 13, 14.000 Kronen, sondern die kosten eher 5.000, 6.000 Kronen. Ist also von auszugehen, dass ihr das für einen guten Preis holen könnt. Ist ein sehr cooles Haus. Da kann es drin regnen, schneien und Sonne scheinen. Eines der wenigen Häuser, wo es 3 Wetterzustände gibt. Deswegen eigentlich echt ein cooles Haus. Die Übungspuppe, Abbild der Schlange aus Sanctum Ophidia, der Endboss, kommt wieder in den Shop. Und eine Statue von Caesar Han. Gut, da hab ich auch vor Augen, wie die aussieht. Ein Einrichtungsschatz, eine Spieluhr, noch eine Statue von Ben Duolo. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Die Moor-Frosch-Hymne kommt als Spieluhr, keine Ahnung. Statue, Lektion 34, what the fuck, was soll das sein? Also, wirklich, wer sich das hier ausgedacht hat, dass hier nicht mehr die Bildchen zu den einzelnen Artikeln sind, ich verstehe es wirklich nicht, keine Ahnung. Ansonsten, Casca kennt vielleicht die einen oder anderen, das ist die Zenserath aus nördlichen und südlichen Elsewhere. Rigurd, wer Rigurd nicht kennt, gut, da kann ich ja auch nicht weiterhelfen. Agli Dodernar, keine Ahnung, wer das ist. Ja, und dann kommen noch ein paar Persönlichkeiten, und zwar der Gelehrte und der Schaumschläger. Und das war's dann auch schon. Jetzt kommen hier noch ein paar Reittiere, und zwar nicht ein Reittier. Es gibt immerhin ein Bild zum Immergrau Indrik, ja. Da gibt es immerhin ein Bild zu. Ein Bild, immerhin, ja, ist ja schon mal was. Aber falls ihr es nicht wusstet, der Scheckzelter kommt auch, der Dachsbär kommt, der Dünenschreiter Senscherat kommt, falls ihr nicht wusstet, wie der aussieht, ich weiß es auch nicht. Weiser Psychic Senscherat kommt, der sieht ganz cool aus. Ich glaube, ich habe da zumindest ein Bild vom Kopf. Allianz Kriegpferd habe ich euch auch ein Bild vom Kopf. Naja, also, wenn ihr das genauso doof findet, dass hier die Vorschaubildchen fehlen, wenn ihr das genauso doof findet, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich hoffe, da sind wir alle einer Meinung. Ja, ansonsten kommen natürlich während des Narrenfests vom 27. März bis zum 3. April auch die Ereignisse nochmal in den Shop. Noch ein zweites Mal. Wir sind jetzt aktuell schon im Shop während des PvP-Events. Soweit, so gut. Das sind auf jeden Fall hier die Kleinigkeiten. Wie gesagt, das Feedback ist hoffentlich angekommen. Und wenn nicht, dann wettern wir jetzt ja auch nochmal in den YouTube-Kommentaren. Die kommen zwar bei Sinnigen-Max nicht an, aber die kann ich mir dann durchlesen. Freue ich mich schon drauf. Worauf ich mich auch schon freue, ist, wenn ihr euch jetzt als nächstes hier die neuen Infos zieht über die Änderungen, die geplant sind an den grünen Champion-Punkten. Ja, ihr habt es richtig gehört. Die Champion-Punkte werden überarbeitet, werden eure Champion-Punkte zurückgesetzt. Das erfahrt ihr in diesem Video. Vielen lieben Dank auch nochmal an meine Patreons an dieser Stelle hier. Also dickes Dankeschön vor allem an Christian, Serenity Berserk, René Küttel, Apraxilas Kopas, Seppal, Kebi, Carsten Lehmann, God of War und Zeitef.